Hello, Memphis. Hello Memphis, so hieß es am 16. März 1974, als Elvis Presley, der King of Rock and Roll, zum ersten Mal nach 13 Jahren in seiner Heimatstadt wieder einen Live-Auftritt absolvierte. RCA hat ja ein berühmtes Album herausgebracht, Elvis Recorded Live on Stage in Memphis 1974, und es wurde damals beworben, dass der King zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder in seiner Heimatstadt aufgetreten ist. Das war aber nur zum Teil richtig, denn das veröffentlichte Konzert war nicht das erste Konzert seit 13 Jahren. Das erste Konzert seit 13 Jahren bekommen wir jetzt auf einer brandneuen Memphis Recording Service Veröffentlichung From Elvis Recorded Live in Memphis 1974. Und nicht nur das, wir bekommen es auch erstmals in Stereo. Alle Infos und noch viel mehr in der heutigen Show. Here's Elvis Presley. Willkommen zurück bei In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und ihr seid hier auf dem internationalen Elvis Presley Fankanal in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln, wo ihr genau richtig seid, wenn ihr Infos über den King of Rock and Roll haben möchtet. Zunächst mal ein herzliches Dankeschön für die vielen, vielen Glückwünsche, die ihr mir überbracht habt anlässlich meines Geburtstags am Freitag. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ein großer Blumenstrauß war auch mit dabei und nicht nur Geburtstagsgeschenke für mich, auch ich habe Geschenke für euch oder für eure Lieben, wenn ihr mal einen Blick in meinen Shop werft, in King Veritas. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Cabbies, T-Shirts und noch vieles mehr könnt ihr dort kaufen. Eine Neuerung habe ich euch auch noch zu verkünden, bevor wir dann wirklich zum eigentlichen Thema kommen. In Elvis Veritas ist jetzt auch auf TikTok. Also wer von euch ein TikToker ist, klickt mal rein in Elvis Veritas. Ihr findet dort in gewissen Abständen immer kleine Shorts von mir mit Empfehlungen oder mit Hinweisen, wie auch immer. Schaut einfach mal rein in Elvis Veritas auf TikTok. Jetzt aber zur eigentlichen Episode. Ich stelle euch heute die brandneue Veröffentlichung des Memphis Recording Service vor. From Elvis Recorded Live in Memphis 1974. Wir schauen uns das Artwork an, wir gehen die Setlist durch und wir vergleichen die Show mit der bekannten und schon 1974 veröffentlichten Show Elvis Presley Recorded Live on Stage in Memphis von RCA, damals veröffentlicht. Aber nicht nur das, wir klären auch noch einen spannenden Mythos auf. Und zwar die Frage, wo hat Elvis eigentlich damals übernachtet, als er seine Konzerte in Memphis gab? In Graceland, er wohnte ja in Memphis, oder vielleicht ganz woanders? Seid gespannt, die Auflösung gibt es in diesem Video. Ja, bevor wir zur eigentlichen Veröffentlichung kommen, ein paar Hintergrundinfos zu diesem Konzert und zu dieser Konzertreihe. Elvis war ja bereits seit Anfang März 74 auf Tournee und es waren berühmte Konzerte dabei, unter anderem im Houston Astrodome, dass er ja mit fast 90.000 Zuschauern einen neuen Zuschauerrekord aufstellte. Am 16. März 74 war es dann endlich soweit, dass Elvis in seiner Heimatstadt ankam und dort zum ersten Mal seit 1961, als er ein Charity-Konzert gab, wieder in seiner Heimatstadt auftrat. Elvis gab 4 Shows an einem Wochenende, 16. und 17. März, jeweils eine Nachmittagsshow um 14:30 Uhr und eine Abendshow um 20 Uhr. Danach verließ er Memphis, machte noch ein paar Konzerte außerhalb und kehrte dann noch einmal am 20. März 74 in das Mid-South Coliseum nach Memphis zurück, um dort das letzte Konzert dieser Reihe in Memphis zu geben, das gleichzeitig von RCA, seiner Plattenfirma, offiziell mitgeschnitten wurde. Seht dazu mein Video, das ich zu dieser Veröffentlichung gemacht habe. Die Stimmung damals: Heimkehr, Jubel, viele Emotionen, und das Publikum in Memphis feierte Elvis wie seinen Volkshelden.
Wir bekommen eine Doppel-LB als Gatefold, also zum Aufklappen. Die Platten haben ein Gewicht von 180 Gramm, also hochwertige Produktion. Und ihr könnt sie bestellen, entweder in Schwarz oder in Clear Vinyl, also in diesem silbernen, durchsichtigen Vinyl. Da bekommt ihr es aber nur über die Elvis Fanshops und ihr kennt meinen Tipp, wo ich meine Platten herbeziehe und das lege ich euch auch wärmstens ans Herz. Das ist der TCP Shop von Michael Born. Die Veröffentlichung selbst ist erstmals in Stereo und diesen Weg ist ja jetzt Joseph Pizzada, der den Memphis Recording Service betreibt, schon des Öfteren gegangen, denn viele von euch werden sagen, dieses Konzert haben wir schon. Ja, natürlich, Hello Memphis zum Beispiel, eine Veröffentlichung, die es bereits gab, aber der Memphis Recording Service hat wie bei allen seinen Veröffentlichungen sich drüber gemacht, die Tonqualität nochmal massiv zu verbessern und das Ganze erstmals auch in Stereo zu veröffentlichen. Und ich habe ja schon öfter in meinen Videos mich dazu geäußert, dass ich, wenn immer kritisiert wird, das wäre ein künstliches Stereo und so weiter, das mag sein. Aber für ein Live-Konzert, finde ich, ist ein Stereo, also ein Raumhören, eigentlich unerlässlich. So gesehen finde ich alles richtig gemacht. Die Highlights des Sets sind zweifellos Trying to Get to You, ein Song, den Elvis zu dieser Zeit immer fantastisch vorgebracht hatte. Natürlich Suspicious Minds, da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. American Trilogy wäre auch noch zu erwähnen. Und natürlich Why Me Lord. Wir hören mal kurz rein in Suspicious Minds. Und zwar achtet mal bitte auf das Schlagzeug. Ronnie Tutt macht hier eine, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, eine so fantastische Arbeit, wie ich das selbst von ihm, der ein exzellenter Schlagzeuger war, eigentlich noch nie gehört habe. Wir hören mal kurz rein in Suspicious Minds. Jimmy, all in a trip. He walked out. He walked on love. All in a trip. He walked out. All on love. And my baby. Was fällt auf, liebe Freunde? Es ist ein klarer Mix. Das künstliche Stereo zerreißt den Klang, das Klangbild nicht wirklich. Elvis' Stimme ist deutlich in den Vordergrund gemischt, also wir haben eine starke Vocal Performance. Elvis war ja auch stimmlich in exzellenter Form bei dieser Konzertreihe. Und wir haben eine gute Abmischung, ein gutes Verhältnis zwischen Band und Sänger. Was mir nicht so gut gefällt, aber das ist bei einem Soundboard-Mitschnitt eigentlich nicht anders zu erwarten, das ist, dass das Publikum immer sehr, sehr leise ist. Also während Elvis singt zum Beispiel, hören wir Publikumsreaktionen so gut wie gar keine. Das war ja bei der Elvis Recorded Live on Stage in Memphis ganz anders, wo wir das Publikum sehr intensiv hören. Hier nicht, aber das ist auch gar nicht anders möglich, denn wie gesagt, es ist ein Soundboard-Mitschnitt. Im Zuschauerraum selbst waren ja keine Mikrofone, das heißt, man kann nicht separat die Publikumsreaktionen abmischen. Man kann nur das hören vom Publikum, was tatsächlich die Mikros, die auf der Bühne waren, auch aufgenommen haben. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, ach, das haben wir doch alles schon und die Konzerte unterscheiden sich kaum. Das stimmt tatsächlich, obwohl sie sich doch unterscheiden. Allerdings muss man fairerweise sagen, wir bekommen hier auf dieser Show vom 16. März von dieser ersten Show nach 13 Jahren weniger Titel, als wir sie auf der offiziellen Veröffentlichung Elvis Recorded Live on Stage in Memphis vom 20. März 74 bekommen. Denn es war klar, RCA hat von Elvis verlangt, dass er sein Programm aufpeppt, denn schließlich soll sich die Platte verkaufen. Wenn er immer die gleichen Lieder singt und nichts Neues dabei ist, dann kauft kein Mensch diese Platte. Und so gesehen musste Elvis neue Stücke ins Programm nehmen am 20. März 74 alleine für die RCA-Veröffentlichung. So fehlen zum Beispiel auf dieser Doppel-LB
zwei Songs, die ich sehr bedauere, dass sie fehlen. Das eine ist How Great Thou Art. Und das andere ist das Rock'n'Roll Medley, das damals Elvis ja interessanterweise mit einem Song bestückt hat, der ganz aktuell war und den er eigentlich gar nicht gesungen hatte, Mama Don't Dance. Und dieses große Rock'n'Roll Medley fehlt hier vollständig. Und so kann man zusammenfassend sagen, was unterscheidet die beiden Konzerte, neben dass Stücke eben fehlen, vor allem auch ein bisschen die Atmosphäre. Beide Shows von Elvis sind sehr, sehr gut, keine Frage. Wir merken aber, und das fällt ja oft auf bei diesen Soundboard-Veröffentlichungen, immer dann, wenn Elvis wusste, niemand nimmt das jetzt auf, denn diese Soundboard-Mitschnitte waren ja nie zur Veröffentlichung gedacht, war Elvis lockerer. Das merkt man auch hier. Er ist wesentlich lockerer drauf, als er das bei der Recorded Live on Stage in Memphis ist, obwohl er, und das muss man fairerweise sagen, auch hier eine äußerst konzentrierte Darbietung abliefert. Die Opening Night wirkt ein bisschen roh, auch ein bisschen emotional und hat so ein bisschen den Touch von einer Heimspielatmosphäre, um es mal ein bisschen in der Fußballsprache auszudrücken. Die Show vom 20. März 74 dagegen ist etwas gezügelter, sie ist etwas professioneller, sie ist durchgetaktet. Man merkt, gewisse Songs müssen unbedingt rein. Das Ganze fällt ein bisschen auf, ist hier bei der am 16. März 74 aufgenommenen Show nicht so. Ja, letztlich, liebe Freunde, würde mich wieder eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Braucht man diese Show überhaupt? Und wenn ja, welche findet ihr besser? Die vom 16. März 74, die kürzere, oder die wir bekommen haben, offiziell von RCA, Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Eure Meinung würde mich brennend interessieren. Schreibt sie unten in die Kommentare. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, wie endet eigentlich das Konzert vom 20. März 74 auf Elvis Recorded Live on Stage in Memphis? Wer weiß es? Da haben wir nämlich eine Besonderheit. Zum einzigen Mal wird dort nicht der Satz gesagt, Elvis has left the building. sondern, Ladies and gentlemen, Elvis has left for Graceland. genau, Elvis has left for Graceland. Das war am 20. März 74. Jetzt haben wir aber gehört, die Konzerte am 16. 2 Konzerte, am 17. 2 Konzerte, zwischendurch nochmal in anderen Orten. Jetzt stellt sich die Frage, hat Elvis auch am 16. März die Konzerthalle, das Mid-South Coliseum, in Richtung Graceland verlassen? Hat er dort übernachtet nach der Abendshow? Oder möglicherweise ganz woanders? Leider gibt uns die Veröffentlichung von MRS darauf keine letztgültige Antwort, denn der Ausschnitt am Schluss, Elvis has left the building oder Elvis has left for Graceland, was auch immer, ist leider auf der Platte nicht mehr mit drauf. Ich vermute mal, man hat den Soundboard-Mitschnitt einfach vorher gestoppt. Ich glaube jetzt nicht, dass das von der Veröffentlichung weggelassen wurde. Wie dem auch sei, viele behaupten ja, Elvis hätte in Graceland übernachtet und wäre zu den Shows ins Mid-South Coliseum gefahren. Aber das scheint nicht ganz zu stimmen, denn wir haben Fanberichte, die damals, sogar Augenzeugen, Fotos, die damals berichtet haben, Elvis hätte nicht in Graceland übernachtet. Er wollte ganz bewusst nicht in Graceland übernachten. Er wollte es in diesem Tour-Modus bleiben, wo er ja eigentlich immer in irgendwelchen Hotels übernachtet hat, wenn er unterwegs war. Und so auch hier in Howard Johnsons Motel, ein Motel in Memphis damals, das Elvis wohl, 100% bewiesen ist es nicht, angemietet hat, um dort zu übernachten, während er diese Shows in Memphis gab am 16. und am 17. März. Dass er in Graceland übernachtet haben soll, dafür gibt es kaum Belege für dieses Motel, dagegen aber einige. Und vieles spricht dafür, dass Elvis tatsächlich 1974 in diesem Motel übernachtet hat. Ja, wie seht ihr das? Hat Elvis in Graceland übernachtet oder im Motel? Was glaubt ihr? Und falls er nicht in Graceland übernachtet hat, warum nicht? Macht das Sinn, wenn man doch in der Stadt wohnt, dass man sich dann in einem Hotel einmietet? Vielleicht etwas seltsam für den einen oder anderen.
Eure Meinung dazu würde mich wieder brennend interessieren. Ja, kommen wir zurück zu meiner persönlichen Einschätzung dieser Veröffentlichung. Natürlich hat das Konzert einen historischen Wert, das ist keine Frage. Es ist tatsächlich das erste Konzert, das Elvis Presley nach 13 Jahren Abstinenz in seiner Heimatstadt in Memphis gegeben hat. Und es gelingt dem Memphis Recording Service mit dieser Veröffentlichung, die es übrigens auch als CD gibt, sogar noch mit einer weiteren Show vom 17. März. Es gelingt dem Memphis Recording Service, diese Stimmung gut einzufangen. Der verlorene Sohn in Anführungszeichen kehrt zurück in seine Heimat. Für Sammler würde ich schon sagen, dass es sich um einen Pflichtkauf handelt, alleine wegen der Stereo-Veröffentlichung, denn die bringt doch nochmal eine deutliche Veränderung gegenüber beispielsweise Hello Memphis. Für Neueinsteiger eigentlich eine gute Elvis-Platte, um so ein bisschen sich reinzuhören in diese 74er Tourneen, die Elvis noch einmal wirklich in einer sehr, sehr guten Form präsentieren. Es ist eine äußerst gute Show, die man sehr gut anhören kann, und man hat ja auch die Gewissheit, hier tatsächlich das erste Konzert nach 13 Jahren in Memphis zu hören. Ja, mein Fazit vom Elvis Recorded Live in Memphis 1974 ist eine gute Ergänzung zu der offiziellen RCA-Veröffentlichung Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Warum? Es ist das wahre Opening Night Erlebnis in Memphis. Ja, liebe Freunde, wo steht ihr? Team Opening Night oder Team RCA? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst es nicht zu liken, und wer noch meinen Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre ja eine gute Gelegenheit, das zu tun. Ich danke euch wieder für euer Interesse. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wie immer, Sonntag 18 Uhr. In Elvis Veritas mit einem brandneuen Video, und ich habe viele interessante Themen, die in den nächsten Wochen jetzt auf euch zukommen. Es wird ein spannender Herbst für euch hier auf In Elvis Veritas, das sei euch schon mal versprochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, seid Gott befohlen, bleibt gesund, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King. You like that, huh? Ich könnte eigentlich auch mal in einem Hotel übernachten. Warum eigentlich immer zu Hause? Man könnte ja auch mal sich in einem schönen Hotel hier, das man in seinem Ort oder seinem Nachbarort einquartiert. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was Elvis da gemacht hat, finde ich gar nicht mal schlecht. Sollte ich mal machen. Vielleicht mal mich in einem schönen Hotel am See einquartieren, hier im Fichtelgebirge. Wäre mal was, oder? Ciao.